Ja, hallo liebe Freunde zur Mittagszeit. Heute mit einem ganz besonderen Film von Cargold. Cargold, ihr wisst ja, Cargold Qualität, und das haben wir hier wirklich. Das ist ein legendärer Bugatti 46S aus dem Baujahr 1935. Es soll, und soweit wir das geprüft haben, stimmt das auch, die letzte Fahrgestellnummer überhaupt sein. Und der Satz von eToro Bugatti: es gibt nichts Vergleichbares, und wenn es was Vergleichbares ist, dann ist es kein Bugatti. So, das heißt so ähnlich wie heute, das Beste oder nichts. Aber eToro Bugatti hat das auch wirklich gemacht. Also wirklich ein sensationelles Auto. Der ist restauriert worden im siebenstelligen Bereich mit Belegen und ist ein Kompressor. Also 46S heißt Kompressor. Es sind von den normalen 46 ungefähr 400 Autos gebaut worden. Und da gab es nur 18 mit Kompressor, und unser hat einen Kompressor. Ja, und jetzt fahren wir mal los. Ich muss mich ein bisschen gewöhnen an den Wagen. Aber ihr hört diese irre 8-Zylinder-Maschine. Wir zeigen euch noch ein bisschen mehr dazu. Wirklich ein sensationeller Wagen. Toll. Ja, typisch für die Bugattis waren, sie haben 3 Gänge. So ein Wagen wie dieser hier mit Kompressor, der hat ungefähr 160 PS. Und man sagt ihm nach, hat also wirklich eine Höchstgeschwindigkeit von 160, 170 Stundenkilometer erreicht. Das war seinerzeit im Luxusautomobilbau das absolut Beste, was es gab. Und daher rührt ja auch dieser Ruf von eToro Bugatti bis heute. Ihr kennt ja die ganzen Supersportwagen, die damals gebaut wurden, also damals auch mit Sportwagen, mit Rennwagen, und die heute eben auch gebaut werden, die kosten Millionen. Das hat damit angefangen. Also ich sag mal, Bugatti hat 1909 in Molsheim begonnen. Das war ein Italiener, der in Frankreich nachher seine Autos gebaut hat. Der begann damals mit Rennwagen, mit dem Typ Brescia nachher, nach dem Typ 13, und hat dann ab 1926 gesagt, da war er dann in Paris auf der Champs-Élysées mit einem ganz exklusiven Laden. Ich habe hier das Exklusivste, was es gibt. Und dieser Bugatti Royale, der ab 1926 gebaut wurde, da gab es nur 7 Autos von, die konnte sich natürlich keiner leisten. Es war ein Auto für Könige und Kaiser. Und dann hat man gesagt, gut, wir brauchen irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Massenprodukt, aber ein Auto, was sich ein paar mehr Leute leisten können. Und das ist dann gewesen, dieses Auto hier, Bugatti 46 bzw. 46S mit 8-Zylinder-Reihe, ist ein Monoblock gewesen. Wir machen euch nachher mal die Maschine auf, dann könnt ihr mal da reingucken. Also toll, was die damals gebaut worden, von höchster Qualität. Und das Auto ist bis 1935 gebaut worden. Also ab 1929, den nannte man praktisch The Petit Bugatti, den kleinen Bugatti, also The Petit Royal. Das war der kleine Royal. Der hat damals gekostet mit Karosserie, mit Fahrgestell ungefähr 25.000, 26.000 Reichsmark. Damit gab es in Deutschland zu der Zeit Mercedes SSK. Also das war wirklich nur für die ganz betuchte Eliteklasse auf der Welt. Die elitärsten Menschen, die es gab, war wie gesagt extrem teuer. Und interessant ist, dass der eToro Bugatti ja aus einer Künstlerfamilie stammte. Und man sieht hier vorne einen Elefant vorne drauf. Das ist eine Skulptur von seinem Bruder gewesen, der sehr unglücklich 1916 gestorben ist. Er hat Selbstmord begangen. Und eToro Bugatti hat dann zu seinen Ehren diesen Rolls-Royce auf diesen Elefanten vorne praktisch als Galionsfigur auf seine Bugattis gebaut, aber nicht auf die Rennwagen. Also sein Hauptgeschäft waren ja eigentlich Rennwagen, wie der 35, wie der 37. Die kleinen Bugattis, die Rennwagen, die blauen, die kennt jeder auch. Oder Bugatti 50 auch nachher. Muss ich mal gucken, 3. Gang. So, jetzt fahren wir am 3. Gang. Wollen wir mal gucken, jetzt ist er wärmer geworden. Autos sind damals alle rechtsgelenkt gewesen. Er hier ist nach England ausgeliefert worden. Soll das letzte Fahrgestellnummer sein. Der Wagen ist gut dokumentiert mit allen Nummern. Der war ein Großteil seines Lebens blau. Dann ist er mal in die USA gekommen in den 50er Jahren. Und als er aus den USA zurückgekommen ist, ist er dann hier in Deutschland von 2008 bis 2012, 5 Jahre lang, restauriert worden für eine 7-stellige Summe. Also der Wagen hat einen unglaublichen Qualitätsstand. Das ist auch eine Referenzadresse, wo er gemacht wurde. Also man hat auch da sein Leben lang beibehalten, immer nur das Beste zu machen, die beste Qualität.
Und das kann man zu dem Wagen sagen. Also man hört das, wie der läuft, wie der fährt, einmalig. Man hat ja hier die beste Qualität verbaut, die überhaupt möglich war. Und das ist auch von den besten Leuten restauriert worden mit Belegen und mit Rechnungen. Und jetzt hat man diese tolle Farbe schwarz-rot gemacht. Ist eigentlich von einem Bugatti sensationell schön. Und das ist die Farbe, die er heute hat. Oh, läuft gut, ne? Das Auto läuft ja wirklich toll. Er zieht auch ab. Hat hier einen Tacho, schaut euch das mal an. Jägerinstrumente natürlich bis 220 Stundenkilometer. Also fahren, ein bisschen Gewöhnung, tut er sich wirklich toll, kann ich nicht anders sagen. Vor allem merkt man, dass die Maschine viel Kraft hat. Er hat ja 5,4 Liter Hubraum, also 5400 Kubik, verteilt auf 8 Zylinder Reihe. Und das Tolle ist, das ist ein Monoblock, ein gegossener Aluminium-Monoblock, also ohne Zylinderkopf, das ist alles eins. Hat eine 9-fach gelagerte Kurbelwelle. Guck mal, diese tollen Instrumente, Jäger, das sind Touren hier vorne. Unten rechts ist der Blinker. Da ist der Zündzeitpunkt. Könnte man jetzt ein bisschen hoch machen, aber das lasse ich mal noch, weil er noch nicht ganz warm ist, obwohl wir heute 26 Grad haben. Also wenn man sich diese Details anguckt beim Bugatti, das ist qualitativ das Beste, was es gibt. Schaut euch das mal an hier oben. Dieser umdrehbare Spiegel, damit man hinten auch über das Verdeck schauen kann. Das ist schon wirklich toll gemacht. Bremsen tut er gut, er hat Seilzugbremsen, Trommelbremsen. Glücklicherweise ist es leer einigermaßen heute. Dann hier aus edelsten Hölzern alles gemacht. Schaut euch mal diese tollen edlen Instrumente an, die so ein Wagen hat. Da ist der Drehzahlmesser, hier ist der Drehzahlmesser, da ist der Tachometer, Wassertemperatur, Öl, natürlich alles auf Französisch. Fabrik war ja damals in Molsheim im Elsass, obwohl Ettore Bugatti ein Italiener war. Und er hat dann später noch auf der Champs-Élysées in Paris einen ganz absolut luxuriösen Laden betrieben, wo es da diese Autos gab. Man kann übrigens auch hier vorne, wenn man die Muttern dreht, die Scheibe nach vorne klappen. Also ich muss sagen, wenn ich denke, dass das Baujahr 1935 ist, fährt er sich wirklich toll. Hat dieses wunderschöne, bekannte Holzlenkrad von Bugatti. Schaut mal hier, ist fantastisch. Ist noch das alte Holz dran. Man muss aber bei Herz zutreten. Man merkt, dass er knapp 2 Tonnen Leergewicht hat. Verbrauchen wird so ein Wagen, ich schätze mal, zwischen 20 und 30 Litern, aber da kam es damals bei den Herrschaften auch nicht drauf an. Aber zum Bewegen und wie man sitzt, zum Fahren ist der toll. Also es ist ein Autofahrerlebnis, was ich so nicht kenne, ist neu für mich. Aber wenn man denkt, 1935, er ist fast 90 Jahre alt, und dann hat man hier halt einen Bugatti, von dem es nur 400 Stück gab. Ein wirklich seltenes Auto und bekannt. Es sind heute noch 51 Exemplare, mehr nicht. Also Kraft hat er, 8 Zylinder, das spürt man. Es ist eine starke Steigung hier. Wir sind im 2. Gang. Er hat ja nur 3 Gänge, aber er schiebt hier toll hoch. Ich meine, das sind 8 Zylinder, das merkt man. Vor allen Dingen hat er einen sensationellen Sound. Ich kenne keinen Motor, der so läuft wie er. Das ist fantastisch. Schiebt toll hier hoch, was? Wahnsinnsauto.
fährt. Was? Der schiebt ja irre hier hoch. Wir haben ja Vergleich, weil wir oft mit verschiedenen Autos hier hochfahren. Der hat ein tolles Drehmoment. Also man spürt gar nicht, mit welcher Leichtigkeit der hier hochfährt. Ist ja sensationell. Ja, was war in den 20er, 30er Jahren das Beste im Automobilbau? Was war die Königsklasse des Automobilbaus? Was Besseres gab es nicht. War natürlich auch das teuerste, was es gab. Praktisch das gleiche wie ein Bugatti Royal, aber als kleiner Royal. So kann man ihn nennen. Und er hat auch ganz viele Details, woran man das erkennen kann. Er läuft klasse. Ein tolles Auto doch. Wenn wir hier oben stehen, hier ist am besten, ne? Ausmachen. Wie geht der aus da? Ja, also erstes Resümee nach unserer Bugatti-Fahrt. Auto ist absolut filigran, fährt sich edler, feiner, fester als die anderen Autos aus den 30er Jahren. Das ist mir aufgefallen. Und der Motor, der ist ja einsame Klasse. Der hat einen ganz tiefen Sound und schiebt ganz sauber und leise an. Also es ist jetzt nicht, also leise kann man vielleicht nicht sagen, aber er schiebt ganz toll an. Der hat ein ganz anderes Fahrgefühl, dieser Wagen. Ist einfach eine Nummer besser als die anderen Vorkriegsautos. Also jetzt weiß ich auch, warum Bugatti Bugatti ist. Also jetzt zeigen wir euch den mal von außen. Denn der ist ja auch hier innen, könnt ihr das an dem roten Leder schon gesehen oder an diesen tollen Wurzelhölzern. Der ist von einer Güte restauriert worden. Wie gesagt, die Restaurierung hat über 1 Million Euro gekostet, 5 Jahre gedauert. Und das ist egal, wo man da guckt hier. Das ist von einer wirklich sensationellen Qualität alles. Also so gut habe ich ein Auto so noch überhaupt nicht gesehen. Also hier vorne auch alles in Chrom, zieht man auf. Die Türen, die gehen nach außen auf. Große Trittbretter. Tolles Auto. Natürlich klar, so ein Bugatti ist ein echtes Highlight. Das möchte man gerne mal fotografieren und filmen. Das sieht man nicht jeden Tag. Es soll davon noch 50 Autos heute geben, mehr nicht. Das ist eine absolute Rarität. Kein Auto ist vergleichlich bei Bugatti und jeder Bugatti war anders. Man konnte das Fahrgestell bestellen, man hat einen Motor bestellt und dann gab es die verschiedensten Luxus-Karossiers weltweit. Er ist hier in England designt worden mit der englischen Karosserie, ist auch in London von dem Londoner Bugatti-Händler seinerzeit ausgeliefert worden. Jetzt gehen wir mal drum herum. Ihr seht an der ganz langen Schnauze vorne, hinter dem klassischen Bugatti-Kühler versteckt sich der 8-Zylinder-Motor. Schaut mal hier, das ist von Rembrandt gemacht worden, von Rembrandt. Bugatti ist wie gesagt 1916 verstorben, findet sich auch auf dem Bugatti Royal und eben auch auf diesem Auto hier. Familiengeschichte, dann haben wir hier das Hufeisenform, dieses wunderschöne Bugatti-Logo, einmalig, kennt jedes Kind, hinter diesem wahnsinnig toll designten Kühler hier. Ja, und jetzt schauen wir mal, was sich eigentlich dahinter versteckt. Jetzt machen wir mal auf, diese lange Haube. Auto finde ich übrigens traumhaft lackiert in dieser Farbe. Ist auch ein Top-Lack in schwarz-rot. Jetzt schaut euch mal diese irre Maschine an. Motor aus Zapfenschliff kenne ich nur bei Mercedes 770. Da ist das auch so gemacht worden. Da ist der Kompressor hier unten, das ist ein Rutzgebläse. Und damit hat er dann nicht die normalen 140 PS gehabt, sondern 160 und war dann fast 170 Stundenkilometer schnell. Ja, hier vorne Doppelzündung. Es gab immer 2 Einlass- und ein Auslassventil. Das ist normal gewesen bei Bugatti. Und all das ein Block. Könnt ihr sehen, Aluminium. Und wie das hier alles gearbeitet ist. Also in einer Qualität und einer Güte. Man kann das nicht besser restaurieren. Aber ich sag mal, wirklich nur das Allerbeste von der Qualität. Das war praktisch die Spitze des Luxuswagen-Fahrzeugbaus. Was Besseres gab es nicht. Das war das teuerste, was man damals kaufen konnte. Und glücklicherweise war das Auto immer in der Hand, die haben das bis heute durchgehalten. Das Auto war übrigens zeitlebens blau. Da haben wir noch Fotos, wie er vorher aussah. Das kann ich euch mal zeigen. Klar, Moment. Das hole ich mal kurz aus dem Auto. Hier vorne könnt ihr das sehen. Das ist das Auto vor der Restaurierung gewesen. Auch schon die Aluminium-Gussfelgen, die hatte er ja auch, diese gewaltigen Teile. So hat er vorher ausgesehen und dann ist er, wie gesagt, nach Deutschland gekommen und ist dann komplett restauriert worden. Und auch diese Autonummer hier hat er zeitlebens gehabt. Der ist ja von dem englischen, von dem Londoner Bugatti-Händler ausgeliefert worden. BXO 725. Das ist hier unser Auto. Magic Numbers hat er nicht. Er hat irgendwann mal eine neue Maschine bekommen, weil auch solche Motoren gehen halt eben irgendwann mal kaputt. Aber qualitativ, also schaut euch das mal an. Also ich finde,
schönere Felgen und Felgen, die mehr eine größere Aussage haben, kenne ich eigentlich nicht als wie diese hier. Mit dem Bugatti, mit dem typischen B dran. Wie gesagt, Ettore Bugatti kam ja aus einer Künstlerfamilie und dementsprechend hat er alles perfekt durchdesignt, was er gebaut hat. So hat das dann ausgesehen. Auto ist halt immer wieder überlackiert gewesen, war dann später mal nicht in so guter Betreuung. Hat man gesagt, gut, das muss alles komplett gemacht werden. Auto ist im Bugatti-Register bekannt, man findet den überall wieder. Und zwar als letzte Nummer, hier oben steht das auch, The Last T46 BXO 725, das ist unser Auto, hier haben wir ihn. So, und damit ihr sowas auch mal gesehen habt, es gab von diesen wirklich gewaltigen Autos, das waren seinerzeit ja die größten, die überhaupt gebaut wurden, Bugatti Royale, Typ 41, solche Autos waren das. Also eleganter und größer und schöner geht nicht. So ein Wagen hat 3-mal so viel gekostet wie der teuerste Rolls-Royce seinerzeit. Das muss man sich mal vorstellen. Und als man gemerkt hat, dass sich nicht jeder so einen Wagen leisten kann, hat man es dann verkleinert und dabei rausgekommen ist er hier der Typ 46. Und das ist eigentlich auch das Erlesenste, was gebaut wurde, halt eben nur ein kleines Stückchen kleiner, dass das einigermaßen bezahlbar war. Und das Tolle an unserem Bugatti ist wirklich diese hervorragende Qualität hier. Die ist wirklich sensationell von dem Auto. Die Türen sind hier vorne aufgegangen. Ihr könnt auch sehen, dass selbst der Handgriff erstklassig durchdesignt war. Schaut euch mal diesen Handgriff an. Komplett aus Chrom und dann eine Form, die ist einmalig, wie ich meine. Hier vorne Luftauslass, die haben wir jetzt aber zu, falls es mal ein bisschen warm wird im Auto. Diese kleinen edlen Spiegel, die funktionieren aber hervorragend. Und auch dieses Design hier, wenn ihr das sehen könnt, das ist klassisch Bugatti. Bis heute in der Formsprache von Bugatti bekannt. Man hat hier aus edelste Leder verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber das ist erste Klasse gemacht. Auch hier die Führung von den Türöffnern. Das ist wirklich toll gemacht. Also jedes Detail ist das Beste, was man sich vorstellen kann. Schaut mal hier. Edelstes Wurzelholz. Dann dieses tolle Leder hier vorne. Man sitzt übrigens sehr bequem. Man hat eine gute Seitenführung in den Sitzen. Und das Auto ist auch sehr griffig. Der liegt einem gut in der Hand, obwohl er ja ein sehr, sehr dünnes Lenkrad hat. Aber passt zum Auto und er fährt sich auch so. Nee. So reicht doch. Das ist die Formwecker. Ja, das war die Klimaanlage der 30er Jahre. Die beiden Chromschrauben hier, wunderschön designte Schrauben. Auch schaut euch die mal an, wie schön die sind. Also an dem Auto ist jedes Detail durchdesignt. Guck mal hier, was das für tolle Flügelschrauben sind. Das ist halt Bugatti bis heute. Auch die Hebelchen komplett aus Chrom. Also an dem Auto ist nichts auf Sparen gemacht, nichts Preiswertes verbaut. Man hat das Beste genommen, was verfügbar war. Ja, und das ist dann eben eine Bugatti von Ettore Bugatti. Toller Wagen. Aber das ist angenehm hier, ne? Kommt eine herrliche Luft hoch, wunderbar. Tolle Erfindung, besser als jede Klimaanlage. Ganz toll, die aufstehende Windschutzscheibe. Ja, das ist der Petit Royal von Bugatti. Ein außergewöhnlich faszinierendes Auto. Bin ich noch nie gefahren. Ein ganz spezielles Fahrgefühl. Er lenkt sich ziemlich leicht, weil er ein sehr großes Lenkrad hat. Fasst sich auch gut an. Schaut euch mal die Rillen an. Da kann man überall reinfassen. Und sowas ist natürlich höchste Handwerkskunst aus Metall und aus Holz. Ist halt ein Original Bugatti Lenkrad. Fährt sich toll. Also man hat sich wirklich was dabei gedacht. Und ich bin überrascht. Er fährt sich auch sehr modern. Aber vor allen Dingen wegen dieses sensationell laufenden Motors. Er ist einfach faszinierend. Naja. Also richtig Kurvenlage hat er nicht.
Man muss ein bisschen weiter vor die Stoßstange schauen, dass man keine Fahrfehler macht. Aber spannend ist das allemal, macht auch total Spaß. Das Interessante an unserem Auto, er kostet deutlich unter siebenstellig, sage ich mal, deutlich unter, obwohl die Restaurierung deutlich über 1 Million gekostet hat. Auto ist auch preislich sehr interessant und ist was ganz außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist also für jede Sammlung wirklich zu empfehlen. Bugatti hält seinen Wert, das ist einfach ganz großes Kino. Kommt da jemand? Nee, ne? Der Blinker ist immer noch an. Jetzt schalte ich erstmal. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Ja, Cargold im Bugatti 46S mit 5,4 Litern, fast 170 PS, das ist echt ein Erlebnis. Und ich weiß gar nicht, ob so viele Bugatti 46 überhaupt schon gefilmt wurden bei der Fahrt. Jetzt erlebt er mal was bei der Fahrt. Also sicherlich auch für echte Automobilisten was Außergewöhnliches. Und wer kann sich vorstellen, sowas mit Elektro zu fahren? Da ist ja der ganze Witz weg. Da werden wir die Maschine für euch nochmal starten und euch da mal direkt auf den Sound aufmerksam machen, weil der Wagen hat einen Wahnsinnsklang. Also ich kenne keinen Motor, der so einen Sound hat. Das ist einmalig. Fahren wir da unten lang, ne? Schalten tut er sich auch gut, relativ leicht, könnt ihr hier vorne sehen, ist der lange Schaltstock. Man muss die Kupplung schön durchtreten. Hier vorne könnt ihr sehen, er hat 3 Gänge und oben rechts hat er einen Rückwärtsgang. Ja, hier der Zündzeitpunkt, hier das Gemisch, müsste man erst mal ein bisschen hochdrehen, aber ich bin so ganz das Auto noch nicht gewöhnt. Wenn man richtig drauf tritt. Ja, ja. Also was mich wundert, was der für einen Drehmoment hat, wie der abschiebt. Fahren tut er toll. Also auf einer breiteren Straße ist er herrlich zu bewegen. Das ist ein tolles Auto. So bei den engen Straßen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Servolenkung hat er nicht, das gab es damals nicht, 1935. Aber hier hinterm Volant zu sitzen, ist was ganz Außergewöhnliches. Und wenn man sich das in den 30er Jahren leisten konnte, hatte man es geschafft. Das war das Beste, was es im Automobilbau gab. Und ich denke, das ist bis heute so. Bugatti ist einer der legendärsten Marken, die es gibt. Jedes Auto war ein Unikat, alles Handarbeit. So interessant, auch bei niedrigen Drehzahlen. Der verschluckt sich nicht, der fährt wunderbar. Den kann man sehr, sehr schaltfaul fahren. So, wir zeigen euch jetzt mal, wie die Maschine angeht. Wir haben es mal geöffnet. Schaut euch mal diesen Motor an.
Also das ist schon wirklich faszinierend, diese 8-Zylinder-Maschine mal am Sound zu hören. Diese Gewalt, die dahinter steckt, Mitte der 30er Jahre, unglaublich. Ja, das war unser Bugatti-Film. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir ist mittlerweile ein bisschen warm geworden. Bis zu unserem nächsten Film. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Stefan und ciao.